Ein Passivhaus muss luftdicht sein. Das bedeutet, dass äußerst wenig Luft durch Fugen oder Ritzen der Gebäudehülle hindurchströmen kann. Die Vorteile davon sind vielfältig. Die warme oder kühle Luft wird besser im Haus gehalten, Eigentümer sparen also Energie- und Heizkosten, die Bewohner brauchen sich keine Sorgen mehr um Zugluft oder Schimmelbildung zu machen und auch der Schallschutz ist besser. Kurz nach dem Bau des weltweit ersten Passivhauses in den 90er Jahren gab es dort bereits eine erste Luftdichtheitsmessung. Ja, in den 90er Jahren waren solche Messergebnisse, wie wir sie beim ersten Passivhaus damals erreicht haben, sagenhaft. Das hat niemand für möglich gehalten, so gute Werte zu erreichen. Auch Experten haben das eigentlich erstmal nicht glauben können. Die Luftdichtheit des ersten Passivhauses war 10-mal besser als die Luftdichtheit anderer Neubauten, die zur gleichen Zeit entstanden sind. Das Passivhaus-Institut wollte wissen, wie es um die Luftdichtheit beim ersten Passivhaus nach 25 Jahren steht. Die Frage liegt hier vor allem darauf, wie lange halten die entsprechenden Maßnahmen zur Verbindung der Luftdichtheit der einzelnen Komponenten Dach mit Wand, Wand mit Fenster. Die Luftdichtheit eines Gebäudes wird üblicherweise mit einem Blower-Dot-Test ermittelt. Dabei erzeugt ein Gebläse einen Überdruck oder einen Unterdruck und es wird gemessen, wie viel Luft in das Haus hinein oder aus dem Haus herausströmt. Teil 1: Luftdichtheitsmessung mit Leckagensuche. Ja, nachdem wir die Blower Door hier eingebaut haben in die Terrassentür im Erdgeschoss, werden wir jetzt eine Luftdichtheitsmessung machen und mit einer sehr genauen Leckagesuche im gesamten Haus. Wir werden alle Fenster abgehen, alle Türen anschauen, wo wir Leckagen vermuten würden und schauen, ob es dort welche gibt. Wir setzen dabei auch Thermografie ein, um zu gucken, was ist es, oder können das mit Nebel visualisieren, um dann zu überprüfen, wie sich die Luftdichtheit des Gebäudes nach 25 Jahren verändert hat. Das erste Testergebnis ist bereits sehr gut, 0,28. So lautet der sogenannte N50-Wert, der die Luftdichtheit eines Gebäudes angibt. Hier gilt, je niedriger der Wert, desto besser. Damit ist die Luftdichtheit des ersten Passivhauses auch nach 25 Jahren überdurchschnittlich gut, denn der Grenzwert für Passivhäuser liegt höher, bei 0,6. Gesetzlich vorgeschrieben sind Werte von maximal 1,5 bis 3. Die Luftdichtheit eines Passivhauses ist somit bis zu 5-mal besser als die eines konventionellen Gebäudes. Trotz des sehr guten Ergebnisses fanden wir an Fenstern und Türen einige luftdurchlässige Stellen, sogenannte Leckagen. Handwerker haben daher Fenster und Türen nachgestellt und die Dichtungen ausgewechselt. Das ist nach 25 Jahren ganz normal und dauerte nur eine Stunde. Luftdichtheitsmessung Teil 2. Gleich werden wir sehen, ob der Austausch der Dichtungen etwas geändert hat. Das Ergebnis der zweiten Messung ist tatsächlich besser, 0,21. Das ist im Vergleich zur ersten Messung noch einmal eine deutliche Verbesserung, denn zuvor lag der Wert noch bei 0,28. Ja, mit diesen Blower Door Messungen hier in dem ersten Passivhaus in Darmstadt-Kranichstein haben wir zeigen können, dass auch nach 25 Jahren die Luftdichtheit immer noch extrem gut ist. Sowohl hier wie auch bei dem Nachbargebäude in dieser Reihenhauszeile haben sich sehr gute Werte gezeigt und die Luftdichtheit hat sich nicht nennenswert verändert. Es lohnt sich also, ein Passivhaus zu bauen, denn die Luftdichtheit eines Passivhauses bietet klare Vorteile. Die Eigentümer sparen erheblich an Energiekosten, das Haus ist vor Schimmel geschützt und die Bewohner genießen dauerhaft einen hohen Wohnkomfort.